Auf dem alten Südfriedhof in München. Unter den vielen prominenten Persönlichkeiten ist Ellen Ammann eine der wenigen Frauen. Die Politikerin und Wegbereiterin der modernen Sozialarbeit bekommt heute Besuch von ihrer Urenkelin, Harriet Ammann. Die hat ihre beiden Töchter Feli und Luisa mitgebracht. Allein dadurch, dass wir alle Heiligen immer auf das Grab gegangen sind, ist der Zugang zur Ellen Ammann schon in der Kindheit gelegt worden. Jetzt ist sie natürlich meine Urgroßmutter, dadurch liegt sie schon weiter von mir entfernt als meiner Mutter, aber immer noch nah genug, um sich an ihr irgendwie zu orientieren und zu ihr eine Verbindung aufzubauen. In die Fußstapfen zu treten, ist gar nicht möglich. Aber es ist ein gewisser Stolz, aber es ist auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Hürde, die man nehmen muss, um mit dieser Person in Kontakt zu kommen, die so komplex war und so viel geleistet hat. 1870 wird sie als Ellen Aurora Sundström in Stockholm geboren. Der Vater ist Ornithologe und Journalist, die Mutter auch Journalistin. Das großbürgerliche Elternhaus legt Wert auf eine gute Bildung, auf Sport und Bewegung in der Natur. Als 20-Jährige zieht Ellen nach Bayern. Die gebürtige Protestantin ist da schon zum katholischen Glauben konvertiert. In ihrer neuen Heimat wird sie später den Katholischen Frauenbund gründen und als eine der ersten Frauen in den Bayerischen Landtag einziehen. Das ist ein Leben, glaube ich, das von Grenzüberschreitungen gelebt hat oder von Grenzüberschreitungen geprägt war. Ellen Ammann ist ja in einem protestantischen Land geboren, wo der Protestantismus Staatsreligion war. Aber sie wird von ihrer Mutter katholisch erzogen und bleibt ihr Leben lang gläubige Katholikin. Das ist so die erste Grenzüberschreitung. Dann von Schweden nach Bayern zu gehen, von Stockholm nach München zu gehen, der Liebe wegen, ist auch eher unüblich. Der Historiker Thomas Schlemmer vom Institut für Zeitgeschichte mit Landtagsprotokollen. Unüblich ist auch das soziale und politische Engagement der jungen Frau, die mit dem Münchner Orthopäden Ottmar Ammann verheiratet ist. Der Spross einer Arztfamilie hatte sich bei einem Aufenthalt in Schweden in sie verliebt. Sie muss sich schon immer wieder, vor allem in den ersten Jahren, zweierlei vorhalten lassen, dass sie viel zu jung ist für bestimmte Aufgaben, weil sie ja mit Mitte 20 anfängt, Verbandspolitik zu machen. Und das ist dann doch etwas für reifere Damen eher gewesen. Und dass sie als Ausländerin, das ist also dann schon ein Wort, das hier auch fällt, eigentlich gar nicht so genau versteht, worum es hier geht. Die Arztgattin entwickelt sich immer mehr zur rastlosen Kämpferin für Frauen, die nicht so privilegiert sind wie sie. Haben sie zu dieser Zeit doch wenig Chancen auf Ausbildung und Beruf. Ihr Alltag, Heimarbeit oder niedere, schlecht bezahlte Tätigkeiten. Der Traum von einem besseren Stadtleben endet für junge Frauen oft schon am Ankunftsbahnhof. Mädchenhändler führen sie in die Prostitution. Ellen Ammann will sie beschützen und gründet die Münchner Bahnhofsmission, die erste katholische ihrer Art. Seit 5 Jahren leitet sie Bettina Spahn. Sie ist rausgegangen, sie ist dahin gegangen, wo die Probleme waren. Sie ist den Dingen nachgegangen und dieses Aufsuchende, an den Bahnsteig zu gehen und die Frauen, die Mädchen dort abzuholen, wo sie ankamen, wo sie nicht mehr weiter wussten, das war neu, das war ein Stück weit auch revolutionär. Sehr professionell und es hat sich ja dann auch gezeigt, dass dadurch ein Ansatz in der sozialen Arbeit sich begründet hat, die Streetwork, wirklich das Aufsuchende dahin gehen, wo die Menschen sind. In den Anfangsjahren gehen die Mitarbeiter ans Gleis, um die jungen Frauen direkt anzusprechen. Die Bahnhofsmission ist immer noch an ihrem ursprünglichen Platz am Gleis 11. Die Arbeit ist heute vielfältiger geworden und gefragter denn je. Gerade in Corona-Krisenzeiten. Normalerweise kommen 10.000 Menschen im Monat hierher. Im Mai stieg die Zahl auf 18.000.
Kaffee und eine Brotzeit wird ausgehändigt, einfach so, ohne Bedürftigkeitsnachweis. Bettina Spahn und ihr Team beraten Menschen in akuten Notsituationen, etwa wenn sie ihre Wohnung verloren haben oder drogenabhängig sind. Als fester Bestandteil der sozialen Arbeit der Stadt ist die Bahnhofsmission nicht mehr wegzudenken. Für Bettina Spahn ist die Gründerin Vorbild. Weil es so richtig war, was sie gemacht hat. Und das zeigt sich auch für mich dadurch, dass ihre Werke so beständig sind. Es ist ja alles geblieben, was sie gegründet hat und hat sich weiterentwickelt. Ist nicht verhaftet geblieben in der Vergangenheit, hat sich auch verändert, ist größer geworden, heutig geworden. Und das zeigt einfach, dass ihr Ansatz der richtige ist. Seelen retten, gute Werke tun. Für die tief religiöse Ellen Ammann ist das der Auftrag. Ellen Ammann war exzellent vernetzt, und zwar in zwei Richtungen, in die Kirchenhierarchie hinein und in die katholischen Verbände hinein. In der Kirchenhierarchie war sie eine gesuchte Gesprächspartnerin des Münchner Erzbischofs, Kardinal Michael von Faulhaber, in dessen Tagebüchern sie auch relativ häufig auftaucht. Auch Kardinal Faulhaber möchte den negativen Folgen der Urbanisierung etwas entgegenstellen. 1904 gründet Ellen Ammann einen Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbunds in München. Ziel ist es auch, die Situation der Heimarbeiterinnen und Dienstbotinnen zu verbessern. Ellen Ammann bekommt 6 Kinder. Der jungen Ellen sieht ihre Ururenkelin Luisa ähnlich. Sie blättert mit Mutter Harriet im Familienalbum. Das ist die Ellen. Hier, wie sie klein war mit dem Hund, die hatten immer Hunde. Das ist ihre Schwester Harriet. Das ist der Mann von der Ellen, der Ottmar, mit den Kindern auf dem Schoß. Schau mal, das ist süß, das Bild. Er hat ihr sehr viel Platz gegeben und sehr viel ermöglicht. Und sie sind sich auf Augenhöhe begegnet. Natürlich auch deshalb, weil sie immer die Sprachen wechseln konnten. Er hat fließend Schwedisch gesprochen. Und sie haben sich wiedergefunden in den politischen Interessenslagen, sag ich mal, aber auch Überzeugungen. Luisa sieht ihre Ururoma in ungewöhnlicher Pose. Genau. Man denkt es gar nicht. Man stellt sie sich so in großen Sälen vor und auf Bildern, wo sie alleine fotografiert wird, aber nicht auf Bildern, wo noch Tiere drauf sind und wo sie dann einen Papagei auf der Schulter hat. 1919 zieht sie in den Landtag ein. Ihre Reden schreibt sie hier. Als Abgeordnete der Bayerischen Volkspartei setzt sie sich für eine bessere Frauenbildung ein und kämpft gegen die Geburtenregelung. Es sind unruhige politische Zeiten während der Weimarer Republik. München entwickelt sich zum Zentrum der nationalsozialistischen Bewegung Adolf Hitlers. Der agitiert in Bierhallen und versucht am 9. November 1923 zu putschen. Bereits am Abend davor hat Ellen Ammann von diesen Plänen erfahren und entscheidet sich zu handeln. Sie warnt die noch nicht verhafteten Mitglieder der Regierung und ihrer Bayerischen Volkspartei. Die tauchen unter in ihrer Frauenschule in der Theresienstraße. Damit ist es auch ihrem Engagement zu verdanken, dass der Putsch vereitelt werden konnte. Dabei mitgeholfen hat Harriet Ammanns Großvater Franz. Er hat uns oft davon erzählt, wie er auf dem Radl die ganzen Minister geholt hat mit einem Schreiben seiner Mutter, dass er sozusagen, dass ihn offiziell ausgewiesen hat als Sohn von der Ellen, um sie dazu zu bewegen, dass sie in die Theresienstraße kommen und sich dort versammeln und auch die Notwendigkeit sehen, dass sie kommen müssen. Ellen Ammann stirbt 1932 an den Folgen eines Schlaganfalls. Die Machtergreifung erlebt sie nicht mehr mit. Und auch nicht, wie die Nationalsozialisten eine Biografie über sie 1933 vernichten. Der nationalsozialistische Staat hätte mit Sicherheit seine Instrumente spielen lassen, um ihr das Leben so schwer wie möglich zu machen. Nach dem Leben getrachtet hätte er ja nicht. Ellen Ammann,
Eine gläubige Katholikin und mutige Frau. Sie hat das gesellschaftliche, soziale und politische Leben mitgeprägt. Es lohnt sich, die schwedische Bayerin wieder zu entdecken.